Heute habe ich erneut ein sehr spannendes Video für euch vorbereitet, nämlich es geht um das Thema Vehicle to Load, Entlader, Vehicle to Home, also die Entladung von einer Elektrofahrzeugbatterie ins Eigenheim und natürlich auch für die Verwendung beim Camping oder unterwegs, zum Aufladen von anderen Elektrofahrzeugen oder einfach als zusätzliche externe Steckdose. Heute testen wir diesen Adapter, der uns von EV Nicholas zur Verfügung gestellt wurde. Zum Adapter muss ich jetzt noch einige Sachen sagen. Also es steht hier Tesla Vehicle to Load Entlader. Allerdings konnte ich den Adapter tatsächlich auch mit einigen anderen Elektrofahrzeugen testen, erfolgreich. Und die werde ich euch in einem zweiten Video zeigen, also die Fahrzeuge, die ich getestet habe und von denen ich weiß, dass der Adapter mit diesen Fahrzeugen funktioniert. Also wenn das Video über die anderen Elektrofahrzeuge schon rausgekommen ist, könnt ihr natürlich auf dem Kanal auf die Übersicht nochmal schauen. Und wenn das Video dort ist, einfach klicken und wenn nicht, Kanal abonnieren und die Glocke einschalten, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn das Video über die anderen Elektrofahrzeuge mit dem Adapter online ist. Aber in diesem Video werde ich euch schon mal die Funktionalitäten von diesem Adapter zeigen, was bei diesem Adapter besonders ist, denn in dieser Form gibt es den Adapter, glaube ich, in Europa oder auch in den USA nirgends, also zumindest in der 7 kW Variante mit einer 32 CEE Steckdose und zusätzlich steht oben rechts Werbevideo, denn der Adapter wurde uns zur Verfügung gestellt, allerdings gab es keine Vorgaben, was man jetzt im Video zeigen sollte oder nicht zeigen sollte, was man sagen sollte und so weiter und so fort. Deswegen glaube ich, dass das einen Mehrwert für euch darstellen wird, wenn ich euch den Adapter einfach zeige und einige tolle Funktionen von dem Adapter vorstelle, aber auch natürlich einige Nachteile, denn es gibt immer Vorteile und Nachteile bei jedem Produkt. Und ich verspreche nicht zu viel, wenn ich euch versichere, dass das Video sehr interessant sein wird und das wird ein Video, was ihr auf YouTube noch nicht gesehen habt, denn die meisten anderen YouTuber testen einfach den Adapter mit irgendwelchen Wasserkocher und andere Produkte beim Camping. Allerdings gibt es kein Video, was den Adapter in einer nützlicheren Umgebung zeigt, zum Beispiel beim Vehicle to House. Das heißt, wenn das Fahrzeug das ganze Haus mit Strom versorgt oder zumindest ein Teil vom Haus, und das werde ich euch in diesem Video zeigen, denn ich werde einen ganzen Tag nur den Strom aus dem Auto verbrauchen und quasi eine Notstromsituation simulieren, aber ich werde euch auch zeigen, wie ihr den Adapter in einer bestehenden Photovoltaikanlage integrieren könnt, quasi einen AC-Speicher in einer bestehenden Photovoltaikanlage integrieren oder einfach als Verlängerung von zum Beispiel einem Balkonkraftwerk. All das werde ich euch in diesem Video zeigen. Es wird auf jeden Fall spannend, bleibt bis zum Ende des Videos, denn es gibt sehr viele Informationen, auch teilweise sehr technische Informationen, die ich euch zeigen werde. Ich werde auch die Entnahmeverluste messen und euch auch Tipps geben, wie ihr auch die Entnahmeverluste optimieren könnt, wenn ihr diesen Adapter kauft. Bleibt auf jeden Fall dabei, es wird sehr spannend. Ich werde kurz den Adapter vorstellen in der 7 kW Variante, denn das ist für mich die sehr interessante Variante mit einer C32 A einphasige Steckdose. Wie gesagt, es ist eine Steckdose und kein Stecker, also das Bild ist falsch, die wollten das ändern, haben es noch nicht gemacht, keine Ahnung, vielleicht wird es irgendwann mal geändert. Also eine Steckdose, die dazu verwendet werden kann, um entweder ein anderes Elektrofahrzeug zu laden oder direkt 7 kW in das Haus reinzuschießen. In dieser Form, mit dieser Steckdose, habe ich den Adapter tatsächlich noch nicht gesehen. Die haben auch andere Adapter, wie zum Beispiel sogar einen CHAdeMO Adapter, für den Leafs wahrscheinlich. Da kann man auch Vehicle to Load mit diesem Adapter ausprobieren. Das konnte ich natürlich nicht testen, weil ich die CCS Variante hatte. Allerdings ist dieses tragbare Entladegerät für CHAdeMO Fahrzeuge gedacht. Von daher gehe ich davon aus, dass die Nissan Leafs oder andere CHAdeMO Fahrzeuge damit funktionieren werden. Der Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung und der Code AirElectric gilt für den Gesamtshop. Also es gibt ja auch andere interessante Artikel, die werde ich am Ende des Videos nochmal kurz zeigen. Aber nochmal kurz zu diesem Adapter, die 7 kW Variante, denn es gibt auch nochmal die 5 kW Variante mit 2 Schuko-Steckdosen und die 7 kW Variante hat eine Schuko-Steckdose und eine blaue CE 32 A einphasige Steckdose. Das heißt, die Gesamtentnahme
von dem Adapter ist 7 kW. Dies aufgeteilt entweder auf 3,6 kW beim Schuko-Stecker, wenn dort irgendwelche Verbraucher angeschlossen sind, oder aber die komplette 7 kW Leistung über die blaue Steckdose. Ihr könnt natürlich nicht 7 kW plus 3,6, dann seid ihr über 10 kW. Nein, ihr müsst die Last schon so aufteilen, dass ihr auf eine Gesamtlast von 7 kW Entnahme kommt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein anderes Fahrzeug auflädt mit dem Adapter, dann könnt ihr aus der Schuko-Steckdose maximal 3,5 entnehmen und auch aus dem anderen Adapter auf 3,5. Hoffentlich ist das jetzt alles verständlich. Jetzt zeige ich euch den Adapter live, wie er aussieht. Also der ist ziemlich robust, nicht sehr schwer, aber das Gehäuse ist aus Alu, glaube ich, oder Metall und ist sehr kompakt. Man kann das Gerät tatsächlich sehr leicht tragen. Der 7 kW Stecker kann man auch ausziehen und dann kann man das Gerät einfach leichter mitnehmen oder irgendwo im Kofferraum oder sogar im Frunk passt er auch wunderbar rein. Das Gerät ist laut Herstellerangaben nicht wasserdicht, aber ich habe so das Gefühl, dass schon so einen kleinen Regenschauer aushalten wird. Natürlich werde ich jetzt nicht ausprobieren bei so einem teuren Gerät, aber ich würde mal behaupten, wenn man irgendwo draußen ist, ein bisschen leicht regnet, das wird auch kein Problem sein. Aber wie gesagt, ist nicht dafür gedacht, dass er im Regen steht. Also wenn ihr den Adapter irgendwo im Außenbereich benutzt, würde ich den Adapter in einer Box packen, damit er zumindest vom Regen geschützt ist. Das zumindest zu der technischen Ausführung von dem Adapter, und jetzt zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. Vor einem Gerät gibt es einen Einschaltknopf, der zuerst dunkel ist. Man muss einmal darauf drücken, dann wird er rot und nach etwa 20-30 Sekunden Bootzeit wechselt die Anzeige auf gelb-grün, also so ein bisschen gelblich. Das bedeutet, dass der Adapter schon gebootet ist und man den Stecker ins Fahrzeug reinstecken kann. Dann steckt man das CCS-Kabel ins Fahrzeug rein, wie bei einem normalen Ladevorgang, und dann schaltet sich das Gerät sofort an, sobald die Lampe auf grün leuchtet. Wenn die Lampe nicht auf grün leuchtet, weiß, rot, andere Farbe, dann ist das Gerät nicht fertig. Ihr müsst das Ganze dann von vorne anfangen. Das ist mir bei einigen anderen Elektrofahrzeugen passiert. Bei Tesla war das Handshake aber sehr gut und hat immer auf Anhieb funktioniert. Wir können auch kurz einen Blick auf das Display werfen und was uns dort angezeigt wird. Also oben links sehen wir die Spannung, rechts ist die Entnahmeleistung in Watt oder in Kilowatt. Dann unten rechts sind die Hertz und unten links ist quasi der Zähler, der immer von 0 anfängt und einfach aufzählt, wie viel über den Adapter entladen wurde. Soweit so gut, das Gerät ist schon gestartet. Jetzt können wir Entnahmegeräte testen, wie zum Beispiel dieser schöne Pizzabackerautomaten, den ich auch selbst bei meinem letzten Campingausflug genutzt habe. Und damals habe ich natürlich den Strom vom Campingplatz benutzt. Jetzt kann man aber eine schöne Pizza in der Natur selbst backen, wenn man auch gar keinen Strom hat. Damals hatte ich sehr viele Anfragen bekommen, wie ich denn überhaupt mobil so eine schöne Pizza backen kann. Der Backautomat kann ich auf jeden Fall empfehlen, und im Verlauf des Videos werde ich euch die Pizza zeigen, die ich später im Haus gebacken habe über den Notstrom, der aus dem Tesla kam, der das ganze Haus versorgt hat. Aber wie gesagt, das später im Video. Link zum Backautomaten findet ihr in der Videobeschreibung, denn der ist auch nicht sehr leistungsstark, nur 1120 oder 1200 Watt hat er entnommen von dem Gerät. Ihr seht ja auch hier im Display. Und da kann man auch noch gleichzeitig einen Wasserkocher laufen lassen. Den Wasserkocher habe ich später mal separat laufen lassen. Der hat etwa 1800, 1900 Watt. Es gibt ja auch andere Wasserkocher, der ist natürlich ein bisschen leistungsstärker und ein bisschen schneller. Und man kann tatsächlich zwei solche Geräte gleichzeitig benutzen. Man kann auch eine Kochplatte benutzen, die sind um die 2 Kilowatt. Also man kann eine Kochplatte und einen Pizzabackerautomaten gleichzeitig verwenden und aus seinem Tesla ein schönes Kocherlebnis erleben und natürlich auch das Ganze
in der freien Natur genießen. Das sind schon mal die Basics, aber es wird jetzt interessant, indem wir das Ganze als Vehicle to House, das quasi das ganze Haus über unser Fahrzeug, über unser Tesla versorgen können. Und da sagen vielleicht auch viele, teilweise auch mit Photovoltaikanlage, wozu brauche ich das? Ich habe schon meine kleine PV-Anlage mit einem kleinen Speicher, dann sage ich nur 3 Tage oder 4 Tage Blackout in Berlin Südosten, etwa 30.000 bis 40.000, vornehmend Einfamilienhäuser, tatsächlich da, wo dieser Adapter sehr nützlich gewesen wäre. Und genau das hat dieser Kia-Fahrer auch gemacht. Der hat ja auch das Haus über sein Kia EV6 versorgt. Und genau das werden wir heute reproduzieren. Einen Erstfall, einen Notausfall und dann werden wir das ganze Haus über die Notstromsteckdose versorgen. Und dazu stehen uns 7 kW zur Verfügung, nicht nur 3,6 wie bei Kia oder andere Vehicle-to-Load-Fahrzeuge. Und das ist tatsächlich ein riesen Vorteil, da sind 3,5 kW. Mit 3,5 kW kann man sehr viele andere Geräte einschalten. Jetzt kommt aber natürlich die Frage über die Schieflast. Das habe ich zweimal kurz als Zusatztext erklärt. Was bedeutet Schieflast? Schieflast ist, wenn auf einer Phase mehr Leistung fließt als über eine andere Phase. In meinem Fall ist die Einspeisung einphasig. Das heißt, ich werde mich auf 20 Ampere begrenzen. Das sind ca. 4,6 kW, das ist in Deutschland so geregelt. Der Adapter, der kommt aus Osteuropa und dort gibt es auch andere Bestimmungen. Soweit ich weiß, sind dort auch sehr viele Haushalte nur einphasig angeschlossen an dem Stromnetz. Von daher gibt es dort keine Regelung über Schieflast. Und wieso ist Schieflast ein Problem? Also ein Problem steht Schieflast im Notstrombetrieb. Im Regelbetrieb kann das Netz diese Schieflast teilweise ausgleichen. Aber wenn wir den Strom produzieren, dann muss der Wechselrichter quasi diese Schieflast auch irgendwie ausgleichen können. In unserem Fall ist der Wechselrichter auf 7 kW einphasig schon vorgesehen, daher sollte es damit auch keine Probleme geben. Aber wenn ihr zum Beispiel nur eine einphasige 16 Ampere Einspeisemöglichkeit habt, dann könnt ihr so einen Adapter nehmen und dann einfach die 3,6 kW von dem Tesla nehmen und ins Haus einspeisen. Das ist für die meisten Haushalte auch völlig ausreichend, wenn man sich ein bisschen die Last aufteilt und nicht immer alles gleichzeitig mitläuft. Aber wenn man auch die komplette 7 kW, auch in diesem Fall zum Beispiel bei einem Camping, ein Camper mit Strom von Tesla versorgen und gleichzeitig auch andere Geräte außerhalb über die externe Steckdose von dem Wechselrichter benutzen, dann kann ich fast 7 kW aus dem Wechselrichter ziehen und das werde ich am Ende des Videos nochmal zeigen. Also wie gesagt, es gibt schon Vorteile von einem 7 kW Wechselrichter und diese sind hier gegeben. Natürlich ist auch ein überdimensionierter Wechselrichter deutlich besser in der Lage, die kleinere Leistung von 3,6 aufzunehmen als ein Wechselrichter, der auf 3,6 ausgelegt ist. Natürlich ist das auch für die Elektronik besser für die Zukunft. Aber nochmal kurz zu meinem Setup im Haus. Also wie ihr seht, habe ich eine Einspeisesteckdose und dieser sogenannte Notstromumschalter. Hier werde ich eine Anmerkung noch hinzufügen. Das alles muss natürlich von einem Elektriker installiert werden und abgenommen werden. Das ist jetzt keine Anleitung, aber ich zeige euch, wie man das realisieren könnt, damit ihr auch vielleicht bei einem Elektriker das zeigen könnt, wie ihr das machen könnt. Man kann über 3 Phasen einspeisen, man kann auch über eine Phase. Ihr müsst auch für euren Fall sehen, was möglich ist. In meinem Fall speise ich über eine Phase und im Notstromumschalter sind alle Phasen vom Haus dann verbunden mit Klemmen. Das heißt, diese Einspeisesteckdose kann einphasig das ganze komplette Haus versorgen. Was bedeutet das? Ich darf natürlich keine dreiphasige Geräte, also irgendwelche Wärmepumpen, denn es gibt sowohl einphasige als auch dreiphasige Wärmepumpen. Es gibt auch Backofen, die dreiphasig sind, die zum Beispiel eine Kochplatte haben oder mehrere Kochplatten und einen Backofen. Also diese Kombigeräte, die sind meistens dreiphasig und wenn man zum Beispiel wie bei mir die Kochplatte getrennt ist und jedes Gerät eine einzelne Phase benutzt, über 230 Volt, dann kann ich das komplette Haus fast damit versorgen und das ist in meinem Fall gegeben.
Das muss man natürlich in jedem Haus prüfen, oder wenn man an ein Haus plant, könnte man das sogar so auslegen, dass einphasige Geräte verwendet werden, damit man auch solche Sachen leichter realisieren kann und damit man auch einphasige Einspeisungen ermöglichen kann. Das ist nur ein kleiner Exkurs. Den Link zum Umschalter werde ich auch in der Videobeschreibung nochmal reinpacken. Was macht der Umschalter? Der trennt das Netz, das Hausnetz vom Stromnetz. Das ist sehr wichtig, wenn wir einspeisen, damit der Strom über die Leitungen nicht nach außen gelingt, wo vielleicht irgendwelche Elektriker an irgendwelche Leitungen arbeiten, dann können sie einen Stromschlag bekommen. Das ist sehr wichtig und das ist so vorgesehen. Es muss eine Trennung auf Nullposition geben, also diese oben in der Mitte, und dann rechts ist Not. Und das mache ich genau hier. Ich trenne jetzt vom links Stromnetz auf 0, dann wird alles dunkel und erst dann rechts auf Notstrom, und da jetzt unser Notstrom von Tesla kommt, dann kann das ganze Haus versorgt werden, weil das Haus jetzt erneut aufgewacht ist. Allerdings hier mit dem Notstrom aus dem Tesla. Zu den Einstellungen im Auto und was im Auto angezeigt wird, werde ich bei den Nachteilen nochmal darüber sprechen, denn es gibt einige Nachteile mit diesem Setup. Aber zuerst nochmal den Start festhalten. Um 12 Uhr haben wir eine Restkapazität im Auto von 39,1 Kilowattstunden. Das ist ein Screenshot aus Scan My Tesla. Wer unseren Kanal kennt, weiß, dass wir sehr viel mit Scan My Tesla arbeiten. Und wir beobachten diesen Wert 39,1, damit wir später sehen können, was die Delta zwischen Anfang und Ende war, damit wir sehen können, wie viel das Fahrzeug auch an Kapazität in Kilowattstunden verloren hat. Und ihr erinnert euch, bei der Vorstellung von einem Adapter habe ich auch nochmal gezeigt, dass der Adapter auch einen eigenen Zähler hat. Der liegt momentan bei 2,14 Kilowattstunden. Das ist der Anfangs-Nullwert, den wir nehmen, damit wir sehen können, wie viel Kilowattstunden das Haus entnommen hat. Und dann können wir die Differenz zwischen verbraucht im Haus und verbraucht vom Fahrzeug nehmen und dann ausrechnen, wie viel die Verluste sind. Zum Thema Verluste haben wir schon mehrere Videos auf dem Kanal gemacht. Also es gibt Verluste bei der Wandlung und es gibt auch sogenannte Standby-Verluste. Also das sind keine Verluste, sondern das ist der Verbrauch, der Eigenverbrauch vom Fahrzeug. Und hier muss man auch sagen, dazu später, wie gesagt, bei den Nachteilen, dass der Eigenverbrauch in diesem Fall etwa 400 Watt bis etwa 500 Watt beträgt. Das ist ziemlich viel, aber dazu noch später. Und zusätzlich will ich auch noch sagen, dass der Test um 12 Uhr gestartet ist, in der Nacht, wo der Grundstromverbrauch sehr niedrig ist, im Haus um die, sagen wir mal, 100-150 Watt ist der Grundstromverbrauch vom Haus. Es gibt auch einige Lüfter, es gibt auch noch die Router und so weiter und so fort, also 100-150 Watt. Und das ist ein ziemlich schreckliches Szenario, weil das Fahrzeug an sich auch 300 bis 500 Watt verbraucht. Das heißt, wir haben jetzt schon von Anfang an sehr hohe Verluste, sagen wir mal, Differenzen. Und im Normalstromnotfall würde ich natürlich nicht die ganze Nacht umsonst den Strom aus dem Auto entziehen und dann das Fahrzeug wach halten, sondern dann würde ich wahrscheinlich morgens, wenn ich aufwache, das Ganze starten. Aber hier habe ich es explizit so gemacht, damit ich sehen kann, ob bei niedrigeren Entnahmeleistungen das Fahrzeug die Entladerate nicht unterbrechen wird, weil wir werden jetzt hier über 10 Stunden, 8 Stunden in der Nacht etwa 150 Watt aus dem Fahrzeug entnehmen und das Fahrzeug wird selbst um die 300-400 Watt verbrauchen. Das heißt, wir werden eine sehr hohe Diskrepanz haben und vielleicht kann das Fahrzeug das unterbinden. Und das wollte ich mir genau anschauen. Und für alle, die es ein bisschen schwieriger haben mit den Kilowattstunden, auch die Anzeige in Prozent, das ist ein Long Range, also die größere Batterie, etwa 75 Kilowattstunden, Pi mal Daumen. Und natürlich auch die obligatorische Anzeige in Kilometer. Die fleißigen Zuschauer auf dem Kanal, die den Kanal auch abonniert haben, wissen, wie wichtig die Kilometeranzeige bei einem Tesla ist. Denn die Kilometeranzeige ist eine direkte Übertragung von Kilowattstunden in Kilometer bei jedem Tesla. Aber dazu müsst ihr natürlich den Kanal abonniert haben und die Tesla-Wissen-Reihe gesehen haben, denn die Informationen, die ihr dort findet, findet ihr nirgendwo im Internet. Und nach ca. 9 Stunden, 8,5 Stunden haben wir etwa 5% verloren oder in Kilometer 247. Wir erinnern uns, es waren 274.
Das heißt, in Kilometer haben wir 27 Rated Kilometer verloren. Und in Kilowattstunden haben wir eine Restkapazität von 35 Kilowattstunden und wir hatten 39,1, das heißt 4,1 Kilowattstunden ungefähr aus dem Auto entnommen. Und was hat das Haus verbraucht? 1,15 Kilowattstunden. Wir erinnern uns, der Ursprungswert war 2,14 Kilowattstunden. Das heißt, wir haben eine Differenz von ungefähr 3 Kilowattstunden, was nicht wenig ist für nur 9 Stunden. Und das werden wir alles bei den Nachteilen aufarbeiten, denn es gibt hier auch einen Weg, wie man ein bisschen weniger verbraucht. Aber wie gesagt, das ist ein Test meinerseits. Normalerweise würde ich natürlich nicht bei 150 Watt Grundleistung, denn hier sind 130 Watt im Schnitt gewesen, einen Wechselrichter laufen lassen, der dafür 450 Watt verbraucht. Aber hier zum Testen habe ich es gemacht. Und von nun an fängt auch der Tag an mit Kochen, mit Waschen, mit Spülmaschine und alles drumherum. Also normaler Samstag wie sonst üblich. Es wurde nichts gespart. Natürlich wurde gedacht, dass nicht alle Geräte gleichzeitig laufen, aber es wurde nichts gespart. Und ich habe euch auch nicht zu viel versprochen, als ich euch gesagt habe, dass auch sehr schöne Pizza gebacken wurde. Link zum Backautomaten findet ihr in der Videobeschreibung, aber schaut euch diese Pizza mal an. Und das alles mit dem Tesla Strom. Im Laufe des Tages habe ich auch ein bisschen mehr Last aufgenommen, als um die 2,8 Kilowatt entnommen wurden. Ich glaube, damals lief die Waschmaschine, die Spülmaschine oder vielleicht ein Wasserkocher. Ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, aber der Lüfter hinten, den könnt ihr auch jetzt hören. Der ist zwar nicht leise, aber da das Gerät wahrscheinlich außen stehen wird oder irgendwo nicht, wo man das hört, wird das jetzt kein Problem sein. Aber bei um die 2 kW, 2000 Watt fängt er auch zu laufen. Und irgendwann war der Tag vorbei nach etwa 22 Stunden und auch der Test war vorbei und jetzt wollte ich nochmal umschalten, den anderen weggehen, also vom Notstrom wieder auf 0 und wieder ins Netz. Der Test war vorbei. Und jetzt schauen wir uns mal die Verluste an, was entnommen wurde und was tatsächlich im Fahrzeug verbraucht wurde. Entnommen wurden ziemlich genau 11 Kilowattstunden und verbraucht wurden ziemlich genau 17 Kilowattstunden. Das heißt, wir konnten etwa 65% von der Tesla-Energie entnehmen und das bedeutet etwa 35% Verluste. Das hört sich jetzt erstmal viel an. An sich ist das aber gar nicht mal so viel, wenn wir bedenken, dass wir schon am Anfang ungefähr 3 Kilowattstunden verloren haben, weil ich das einfach ausprobieren wollte. Also wenn wir die 3 Kilowattstunden wegnehmen würden, dann sind es nur 14 Kilowattstunden zu 11 Kilowattstunden. Dann kommen wir jetzt im Bereich von 25%. Und im Laufe des Tages natürlich nicht alles vollgelaufen, sondern es gab ja auch immer noch viele Zeiträume mit nur Grundlast. Aber das alles werden wir jetzt bei den Nachteilen aufarbeiten und da zeige ich euch, wie ihr das ganze System noch optimieren könnt. Bevor wir uns die Nachteile anschauen, nochmal ein Screenshot aus der Sexy App. Links 27% Restkapazität am Ende des Tests und die Restreichweite in 146. Wie gesagt, das ist eine Umwandlung von Kilowattstunden in Kilometer. Und jetzt schauen wir uns die Nachteile in Detail an. Das erste Problem ist, dass das System eine zu hohe Ladeleistung vortäuscht. Und wer unsere Videos geschaut hat, dann weiß, dass ab einer bestimmten Kilowattleistung die Tesla-Batterie sich einschaltet, auch wenn die Batterie einigermaßen warm ist. Tesla hat ein Update vor Jahren rausgebracht, glaube ich vor 2 Jahren, wo bei niedrigeren Ladegeschwindigkeiten unter 40 oder 50 kW unter bestimmten Bedingungen die Batterieheizung nicht anspringt. Das haben die Entwickler von diesem Produkt übersehen, sind natürlich keine Abonnenten auf dem Kanal, haben wichtige Infos verpasst und ich habe das aber weitergegeben und die arbeiten daran, dass ab der neuen Version von dem Gerät eine niedrigere Ladegeschwindigkeit vorgetäuscht wird oder gar eine 0 dort steht, damit die Batterieheizung nicht anspringt. Die gute Nachricht hier ist, dass es eine Möglichkeit gibt, die Batterieheizung erneut für alle Abonnenten auf dem Kanal, die wissen das schon, aber für alle, die neu sind, es gibt eine Möglichkeit, die Batterieheizung für die Vorkonditionierung, aber auch während des Ladens manuell auszuschalten im Service-Menü. Und hier zeige ich euch, was passiert. Ihr hört ja auch im Hintergrund die Statoren, also die Batterieheizung bei Tesla funktioniert über die Drive Units, über die Motoren, beziehungsweise die Statoren von den Motoren und hört jetzt, wie diese abschalten.
Nachdem die Batterieheizung aus ist, dann gehen diese aus und dann geht die Ladeleistung von der Heizung auf 0 kW, was sehr wichtig ist, denn ansonsten beträgt diese Leistung 7 kW bei den AWD-Autos, weil über zwei Motoren geheizt wird, und bei den Single-Motoren, also bei den Hinterradantrieben, wird nur ein Motor verwendet und dort ist die Leistung bei etwa 3,5 kW, aber das ist immer noch sehr viel und das würde uns die Effizienz zunichte machen. Und jetzt, da wir über Effizienz reden, kommen wir zum zweiten Nachteil. Und zwar ist das nur ein Nachteil, wenn ihr vorhabt, das Fahrzeug über längere Zeiten, etwa 2-3 Stunden, ununterbrochen als Vehicle to House zu verwenden. Denn dann braucht man den Camp-Modus einzuschalten, denn es kann ja auch vorkommen, dass wenn der Camping-Modus nicht an ist, dass sich der Adapter ausschaltet und Tesla die Ladung unterbricht. Ich habe tatsächlich versucht, mit dem Wächtermodus das umzugehen und auch mit der Tür offen zu lassen, und beides hat nicht funktioniert. Nach etwa 2 bis 3 Stunden wurde die Entladung unterbrochen. Das heißt für euch, wenn ihr nur ab und zu mal zum Camping den Toaster oder den Pizzabackofen braucht, dann braucht ihr den Camping-Modus nicht. Aber wenn ihr zum Beispiel wie ich 20 Stunden ununterbrochen das Fahrzeug als Stromquelle verwenden wollt, dann müsst ihr den Camping-Modus anmachen. Und hier habt ihr einen Verbrauch, habe ich gemessen, von etwa 350 Watt. Der Verbrauch im Camping-Modus ist nicht höher, als wenn das Fahrzeug einfach wach bleibt. Dazu müsst ihr aber beachten, dass ihr die beste Camping-Modus-Einstellung auswählen müsst. Ihr müsst die Temperatur auf die Außentemperatur anpassen, das heißt im Winter auf den Mindestwert setzen und im Sommer auf den Maximumwert setzen. Die Lüfterblase nach unten nur im Fußraum auswählen und die Stufe 1 auswählen. Und dann ist der Verbrauch nicht viel höher, als wenn das Fahrzeug einfach wach bleibt. Wie gesagt, da sind aber immerhin 350 Watt und über die 10 Stunden der Nacht waren das um die 3,5 Kilowattstunden. Das waren tatsächlich die zwei Nachteile, und es gibt noch einen Nachteil für alle, die noch Garantie auf das Fahrzeug haben. Tesla schreibt es vor, und zwar nicht in den Garantiebedingungen, sondern im Handbuch. Deswegen ist das jetzt die Frage, wie rechtskräftig das ist, dass wenn das Fahrzeug als stationäre Stromquelle verwendet wird, dann die Garantie von der Batterie erlischt. Für alle, die natürlich über die 192.000 Kilometer sind oder die 160 bei Short Range, ist das natürlich egal. Die können das Fahrzeug weiterhin als Stromquelle verwenden, denn da ist die Garantie schon sowieso vorbei. Oder alle, die jetzt schon 8 Jahre im Besitz von einem Tesla sind, da ist die Garantie auch vorbei. Und für alle, die zum Beispiel ein Model S haben, dazu komme ich auch später, die vielleicht mal auch außerhalb der Garantie sind, für die ist das auch egal. Zusätzlich haben wir auch den Vorteil, dass Tesla momentan einen Vehicle-to-Load-Adapter für Model Y und wahrscheinlich auch für Model 3 auf den Markt bringt. Von daher gehe ich davon aus, dass Tesla diese Garantiebedingungen auch lockern wird. Jetzt ist die Frage abzuwarten, für welche Fahrzeuge und für welche Garantiebedingungen das gelten wird. Aber im Prinzip, wenn ihr jetzt keine Garantie habt oder wenn das Fahrzeug bald aus der Garantie ausläuft, dann kann euch das alles egal sein und dann könnt ihr den Adapter bedenkenlos nutzen. Das waren erstmal die Nachteile. Wie ihr seht, deutlich überschaubar. Es gibt aber sehr, sehr viele Vorteile und die schauen wir uns jetzt genau an. Der erste Vorteil liegt auf der Hand. Es ist ein 7 kW Entlader und das ist ziemlich viel, denn selbst wenn Tesla einen Vehicle-to-Load-Adapter auf den Markt bringen wird, wird das maximal ein 3,6 Schuko-Adapter sein. Das sind auch die Adapter, die wir von Hyundai, mittlerweile auch bei Dacia sogar und von anderen Fahrzeugen kommen. Da haben wir natürlich den Nachteil, dass Schuko nicht so leistungsstark ist wie CE. Zum einen und zum anderen kann man dort nicht bedenkenlos 20 Stunden 3,6 entnehmen, wie wir jetzt in unserem Fall gesehen haben. Ich habe euch gezeigt, dass man auch etwa 6 kW gleichzeitig entnehmen kann, 2-3 Geräte an dem Schuko-Adapter und gleich 3 kW vom Haus. Also wenn ihr irgendwo campt, dann könnt ihr direkt Camping und gleichzeitig irgendwo außen kochen. Das ist ein Riesenvorteil. Und natürlich ein 7 kW Wechselrichter ist deutlich besser als ein 3,6 kW Wechselrichter, der
auf 3,6 kW entladen wird, anstatt ein 7 kW, der auf 3,6 entladen wird. Und wir haben für die Campingnutzung, aber auch für die Einspeisung ins Haus den Vorteil, dass wir über CE eine Erdung haben. Zumindest wurde mir das so von der Entwicklung bestätigt, dass innerhalb diesem Adapter eine Brücke entsteht, sodass die FI-Schutzschalter im Camper dann auslösen werden. Was bedeutet das? Ich zeige euch nochmal einen Screenshot von diesem Reddit-Post. Da hat jemand direkt den Stromanschluss an den V2L-Adapter vom Fahrzeug verbunden und das ist ziemlich gefährlich und das erklärt hier Mark Tested, aber es gibt auch weitere Videos auf YouTube, wo gezeigt wird, dass wenn der Adapter keine Brücke zwischen N und PE hat, dann können die FI-Schutzschalter im Wohnwagen nicht auslösen und das ist lebensgefährlich. Deswegen ist hier wichtig, ich konnte das natürlich nicht prüfen, ich bin kein Elektriker, aber mir wurde versichert, dass dieser Adapter eine Brücke von N und PE hat, somit besteht eine Erdung, zumindest wenn das Haus am Erdpotenzial verbunden ist. Und das ist es im Haus und beim Camper müsst ihr einfach den Camper irgendwo mit einem Metallteil unten am Campingplatz verbinden und da ist der Camper auch geerdet und dann gibt es durch die Brücke im Adapterkabel entsteht eine Erdung und dann werden auch die FI-Schutzschalter im Camper auslösen. Das ist auch ein sehr großer Vorteil und ein Sicherheitsvorteil. Wenn ihr also Strom ins Haus einspeisen wollt, müsst ihr einen passenden Adapterkabel nutzen, wie in diesem Fall. Oder wie in diesem Video gezeigt wird, zum Beispiel wenn ihr eine Powerstation benutzt, dann ein Adapteranschluss, der zum Beispiel für EcoFlow zur Verfügung gestellt wird, der sogenannte Erdungsadapter. Ein weiterer Vorteil ist zum Beispiel für ADAC, das wäre für ADAC vielleicht interessant, denn anstatt diese Powerbank zu benutzen, die wahrscheinlich auch um die 3,6 kW liefert, können Sie 7 kW direkt aus dem ADAC-Fahrzeug entnehmen und so das andere Elektrofahrzeug laden, was jetzt vielleicht eine leere Batterie hat. Das wäre im Notfall innerhalb von 30 Minuten um die 20-30 Kilometer ausreichend, um eine Ladestation zu finden. Wo kann man denn sonst den Vorteil von 7 kW benutzen? Natürlich erneut Vehicle to Load, wenn man kostenloses Supercharging hat, zum Beispiel ein Tesla Model S, das sogar aus der Akkugarantie ist. Dann kann man irgendwo kostenlos laden beim Supercharger und abends die Energie ins Haus wieder verladen. Wie kann man das ohne eine Einsteckdose machen und mit einer PV-Anlage? Diese Lösung gibt es auch mit dem Victron Multiplus 2 zum Beispiel oder mit anderen Wechselrichter, glaube ich, DI hat auch solche Wechselrichter. Das muss ein Hybridwechselrichter sein, der auch eine AC Generator oder Einspeisevorrichtung hat und das hat zum Beispiel der Victron Multiplus 2 oder der Victron Multiplus Quattro und jemand hat auf dem Victron Forum sogar das getestet mit einem Kia oder Hyundai und dort konnte ich mit einem Multiplus, sogar mit 2 Multiplus, über die PV-Anlage auch das Haus mit Strom aus dem Batteriespeicher vom Elektrofahrzeug versorgen. Und es gibt ein E-Fieber-Video vor 2 Jahren, da sieht man auch die Victron Multiplus im Einsatz mit einem ausgebauten Batteriespeicher. Hier wird der Speicher einfach im Auto bleiben, da bleibt auch die Kühlung, das BMS. Und man nimmt einfach den Adapter und hat genau die gleiche Lösung und man hat 70 bis 100 Kilowattstunden als Batteriespeicher für die PV-Anlage. Und man hat hier auch noch den Vorteil gegenüber einer Standardlösung, wie zum Beispiel einer Wallbox, dass man den Adapter auch im Freien benutzen kann. Man kann diesen einfach mitnehmen und vielleicht Notstrom an einem anderen Elektroauto geben und so weiter und so weiter. Sehr, sehr viele Vorteile. Und wenn das ganze Victron-System ein bisschen zu kompliziert aussieht, und das braucht dann natürlich auch Elektrikerinstallation, ihr könnt selbst Plug and Play ein Sunlit Balkonkraftwerk Speicher kaufen. Der hat ein Modul EV3600, der kann neulich auch mit 2,4 kW das ganze Haus versorgen über den Vehicle to Load Adapter. Den Link packe ich auch in der Videobeschreibung. Schaut euch den Adapter im Store von Evenikulos gerne an. Die haben auch sehr tolle andere Produkte. Auch für den Nissan Leaf haben sie auch ein CHAdeMO auf CCS Adapter. Die haben auch Accessories für Tesla-Fahrzeuge, sehr viele Sachen und ihr bekommt 5% über den Code AirElectric für den Gesamtstore, für alle Produkte und natürlich auch für die Vehicle to Load Adapter, aber auch für Kleinigkeiten wie Accessories. Und
Alles kommt aus der EU, ihr habt also keinen Importzoll, ihr habt auch keine anderen Kosten und ihr habt sogar 14 Tage Rückgaberecht, was vielleicht interessant ist für Leute, die ein anderes Elektrofahrzeug haben, was kein Tesla ist. Dann habt ihr 14 Tage Rückgaberecht wie in allen anderen EU-Ländern auch. Und das Beste ist, ihr bekommt das Teil per DHL kostenlos zugeschickt. Ich habe das innerhalb von 3-4 Tagen bekommen. Und da das ein EU-Unternehmen ist, könnt ihr auch umsatzsteuerfrei einkaufen, wenn ihr als Unternehmen mit Umsatzsteuernummer bestellt. Und natürlich mit dem Code Air Electric habt ihr auch noch zusätzlich 5% Rabatt. Aber wie gesagt, das nächste Video werde ich euch einige Fahrzeuge zeigen, die funktionieren und einige, die definitiv nicht funktionieren. Auf jeden Fall Kanal abonnieren. Schreibt mir gerne einen Kommentar, wie euch das Video gefallen hat und ein Like da lassen und wir sehen uns im nächsten Video, wo wir uns den Adapter erneut anschauen. Bis zum nächsten Mal.